Herzlich willkommen zu den Mivula News. Im neuen Flughafenbauabschnitt werden wir wieder zahlreiche Knopfdruckaktionen einbauen. Ein besonderes Highlight wird der Traktor-Pulling-Wettbewerb sein. Unser Feinmechaniker Stefan erklärt, was es mit diesem Projekt auf sich hat. Ja, das, was ihr jetzt gerade seht, ist mein neuestes Lieblingsprojekt, Traktor-Pulling. Für die, die es nicht unbedingt kennen, das ist eigentlich nur ein Spaßwettbewerb, bei dem es darum geht, ein schweres Gewicht, was in dem Fall das hier ist, mit einem überdimensionierten Traktor nach vorne zu ziehen. Traktorpulling ist ein Zugkraftwettbewerb. Es geht darum, den stärksten Traktor und geschicktesten Fahrer herauszufinden. Ein sogenannter Bremswagen wird von den Teilnehmern und ihren Traktoren gezogen. Der Bremswagen hat eine ganz besondere Eigenschaft. Je weiter man ihn zieht, desto schwerer lässt er sich bewegen. Der Traktor, welcher den Bremswagen am weitesten zieht, ist somit der Sieger. Hier unten sieht man endlich mal ein bisschen was von der Mechanik, was das eigentlich für ein Riesenaufwand ist, um diesem kleinen Traktor da oben so ein bisschen Bewegung zu verleihen. Das hier vorne ist zum Beispiel ein Rad, mit dem ich die Höhe vom Traktor, was da oben auf und ab geht, steuere. Eigentlich ganz simpel, aber muss man auch erstmal so bauen und die Wellen reinschleifen. Das hier vorne ist der Antrieb oben für das Gewicht, was dann später vorfährt. Eigentlich auch ganz simpel, mit einem Gegenfederzug. Und für den Rückweg, damit er nicht irgendwelche komischen Pendelbewegungen macht beim Rückwärtsfahren, das wird ja blöd aussehen, kann ich das Ganze auch noch mit dem Magneten arretieren. Das heißt, das Teil bleibt dann einfach unten. Wenn ich jetzt den Magneten ausschalte, macht der Traktor einen schönen Hüpfer. Können wir an der Stelle mal machen. Sieht bestimmt lustig aus. Und juhu! Aber das ist später nicht so geplant, das war jetzt einfach nur, um zu zeigen, wie die Funktion überhaupt ist. Dazu bedarf es einer stabilen Konstruktion. Ja, was auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen überdimensioniert aussieht, also sprich jetzt diese Riesenkette hier drunter für den kleinen Traktor oben, hat eigentlich nur folgenden Grund, dass wir versuchen, so wenig Verschleiß wie möglich zu haben. Und ja, indem wir es halt ein bisschen überdimensionieren, hält das Ganze einfach länger. Viel Power im kleinen Modell. Nach Fertigstellung des Flughafenbauabschnitts auf Knopfdruck bei uns im Wunderland zu sehen. Um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben und schnell alle Informationen aus dem Miniaturwunderland zu erlangen, bieten wir Ihnen unterschiedliche Möglichkeiten. Über Twitter informieren wir Sie automatisch über neue Beiträge, zum Beispiel über Gerrits Tagebuch oder diverse Umbauten im Wunderland. Sie können auch der Fangemeinde bei Facebook beitreten. Hier gibt es ständig Neuigkeiten, die Sie mit Gleichgesinnten teilen können. Dazu müssen Sie sich nur unter facebook.com einloggen, das Miniaturwunderland suchen, ein Fan werden und schon werden Sie regelmäßig über Neuigkeiten informiert. Außerdem haben wir noch ein offizielles Forum, das Sie oben rechts unter miniaturwunderland.de finden. Schon fast 6000 Mitglieder haben sich im Forum registriert und diskutieren über Themen rund um das Miniaturwunderland bis hin zum Modellbau. Hier ist natürlich jeder gerne willkommen. Vom Modellbauer bis zum Besucher, alle können ihre Erfahrungen austauschen oder Fragen an die Gemeinschaft stellen. Unsere Mitarbeiter sind ebenfalls regelmäßig im Forum und geben Tipps und Anregungen. Schauen Sie doch einfach mal vorbei und machen Sie sich Ihr eigenes Bild. Der neue Bauabschnitt Airport Knuffingen wird selbstverständlich später auch in die Schweizer Alpen übergehen. Dort hat Gaston angefangen, erste Spanten einzusetzen. Die nächsten 3 bis 4 Monate wird er hier unter anderem mit der Konstruktion der Felsen, Wanderwege, dem Schloss Neuschwanstein und mehr beschäftigt sein. Gaston und Gerhard, unser Modellbauchef, planen, wie der Bau vonstatten gehen soll. Selbst bis in die letzten Winkel und Ecken wird gebaut. Also das müsst ihr euch vorstellen, wir haben jetzt praktisch da unten den Havel-Oder-Kanal gefertigt. Und jetzt verbinden wir praktisch hier die Landschaften rauf in die Schweizer Alpenwelt. Und den Übergang wollen wir hier so ein bisschen den Allgäu darstellen. Hier haben wir einen kleinen Tunnel. Hier fährt der Zug praktisch raus. Hier bleibt er sichtbar bis dort hinten, wo nochmal so ein Tunnelportal steht. Hier kommt der Wasserfall runter. Hier ist ein Weg wieder rauf zum Schloss. Und hier praktisch habe ich meinen Kanal. Oder nicht Kanal, der Fluss halt. Hier stürzt das Wasser wieder runter und hier sammelt sich das Wasser wieder und dann läuft es hier weiter. Und da drinnen, da möchte ich eine kleine Höhle. Weil das ist so in der Höhe, wo Kinder so wunderbar reinschauen können. Und dann machen wir halt da eine kleine Höhle rein mit SpongeBob oder irgendwie halt solche Figuren, was halt Kinder lieben. Da gibt es halt noch viel zum Tun. Das erste Mal, dass ich mich praktisch an sowas wage, normalerweise habe ich nur die Spanten zugesägt, aber gegipst habe ich noch nie. Berge geformt habe ich auch noch nie. Also
probieren geht über studieren. Wenn es nicht hinhaut, dann hauen wir das Club wieder weg. Anlässlich des 20. Jahrestages des Mauerfalls hat uns die Hamburger Senatskanzlei angeboten, unsere Ausstellung Die geteilte Stadt zwischen dem 16. Oktober und 9. November im Hamburger Rathaus auszustellen. Das ist für uns eine große Ehre. Bis dahin können Sie die Ausstellung auch noch hier bei uns im Wunderland anschauen. Die 7 Dioramen zeigen eine fiktive, in Ost und West geteilte Straßenkreuzung in Berlin. Möglichst viele Alltagssituationen und historische Ereignisse konnten so auf kleinstem Raum dargestellt werden. Dabei bilden sie jeweils das Erscheinungsbild der jeweiligen Epoche im Osten und im Westen Berlins ab. Zurzeit bauen 2 unserer Feinmechaniker an einem Spezialprojekt. Ein neues Schiffshebewerk soll entstehen. Dieses wird komplett handgefertigt bei uns konstruiert und mit viel Feingefühl detailgenau nachgebaut. Es soll später einmal im neuen Bauabschnitt Schiffe heben können. Wie die Arbeit voranschreitet, erklärt uns Stefan. Erst eine Mechanik aufgebaut, die funktioniert auch schon soweit und jetzt kommt praktisch die ganze Verkleidung noch dazu. Und das darf ja das andere nicht behindern und das ist unheimlich viel Anpasserei. Das heißt, an ganz vielen Zwischenstreben, wo es irgendwie hakt oder drückt, müssen wir jetzt was rausfräsen, wieder einkleben und nochmal rausfräsen und wieder reinkleben, ausrichten und gucken und das Ganze so lange machen, bis es dann am Ende irgendwann vernünftig zusammenpasst. Ist natürlich noch nicht fertig, das ganze Ding. Um es später anzutreiben, haben wir auch wieder ein kleines Problem oder vielmehr eine Sonderlösung. Angetrieben wird das ganze Ding von unten über eine Stange, so wie diese hier. Hier sitzt praktisch oben ein Motor dran. Und auf diese Stange kommen später überall solche Zahnriemenscheiben drauf. Hier oben wird dann später der Zahnriemen einmal außenrum im Kreis rumlaufen, umgelenkt von ganz, ganz vielen kleinen Rollen, die hier momentan alle noch so in der Schale rumliegen, aber die hier so später raufkommen. So, und dann wird das Ganze dadurch synchronisiert und ja, also im Probelauf hat es wunderbar funktioniert. Ich hoffe, jetzt macht es das Gleiche auch noch mit der Deko, aber ich bin eigentlich ganz zuversichtlich. Auch diese aufwendige Knopfdruckaktion werden Sie mit der Fertigstellung des Flughafenbauabschnittes bei uns im Wunderland sehen. Das war's auch schon wieder mit den Mivola News. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Das Miniatur Wunderland wünscht Ihnen einen angenehmen Abend oder einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal.